Willkommen bei Verlauf der Geschichte. An einem Punkt, an dem Geld, Macht und Geschichte aufeinandertreffen. In jener komplexen Welt, in der nicht so einfach ist, wie es scheint. Das Jahr 1928. Die Welt tanzt am Rand eines Vulkans. In den Vereinigten Staaten herrschen die goldenen Zwanziger. Jazzmusik dröhnt aus den Radios. Automobile von Ford Motor Company erobern die Straßen. Die gewaltigen Wolkenkratzer von New York City wachsen immer höher in den Himmel. Überall herrscht grenzenloser Optimismus. Die Menschen sprechen von einer neuen Ära. Man glaubt, dass Armut bald der Vergangenheit angehören wird. Dass der Wohlstand für immer weiter wachsen wird. Doch nur wenige Jahre später wird diese glänzende Welt in sich zusammenbrechen. Anstelle von Jazzclubs stehen Suppenküchen. Und anstelle tanzender Menschen ziehen sich lange Schlangen arbeitsloser Männer durch die staubigen Straßen des Landes. Und dieser Zusammenbruch wird nicht nur Amerika erschüttern, sondern die ganze Welt. Eine Katastrophe, die schließlich den Weg für den größten Krieg der Menschheitsgeschichte ebnen wird. Dies ist die Geschichte des Schwarzen Donnerstags und der Weltwirtschaftskrise von 1929. Der Motor des wirtschaftlichen Booms der 1920er Jahre war die Börse. Doch es war kein gesundes Wachstum. Es beruhte nicht auf realen Werten. Es war ein Fieber, ein Rausch, und angeheizt wurde dieser Rausch von einem neuen System. Aktienkauf auf Kredit. Man nannte es Buying on Margin. Ein Anleger musste nur 10% des Aktienwertes selbst bezahlen. Die übrigen 90% lieh ihm der Broker. Solange die Kurse stiegen, wirkte dieses System wie Magie. Mit wenig Geld konnte man scheinbar große Vermögen aufbauen. Familien legten ihre gesamten Ersparnisse zusammen. Hausfrauen, Schuhputzer, einfache Arbeiter. Alle gaben sich gegenseitig die neuesten, heißen Aktientipps. Der Glaube an den Markt war unerschütterlich. Die Börse kannte scheinbar nur eine Richtung, nach oben. Doch kaum jemand bemerkte, was wirklich geschah. In Wahrheit entstand ein gigantisches Kartenhaus. Und dieses Kartenhaus konnte schon beim kleinsten Windstoß einstürzen. Im Herbst 1929 begann sich der Wind zu drehen. Die Wirtschaft zeigte erste Schwächen. Die Stahlproduktion ging zurück. Die Bauindustrie stagnierte. Die Lagerhäuser waren voll mit unverkauften Waren. Einige erfahrene Investoren erkannten die Gefahr. Still und leise begannen sie, ihre Aktien zu verkaufen. Die Nervosität an den Märkten wuchs. Und dann, 24. Oktober 1929. Wall Street, ein Tag, der in die Geschichte eingehen sollte. Der schwarze Donnerstag. Kaum hatte die Börse geöffnet, brach Panik aus. Die Aktien der damaligen Technologie-Ikone Radio Corporation of America begannen plötzlich stark zu fallen. Das war das Signal. Innerhalb kürzester Zeit überschwemmte eine gewaltige Verkaufswelle den Markt. In nur wenigen Stunden wurden 13 Millionen Aktien zum Verkauf angeboten. Doch es gab kaum Käufer. Angst breitete sich an der Wall Street aus. In einem letzten Versuch, die Katastrophe aufzuhalten, trafen sich einige der mächtigsten Finanzmänner Amerikas zu einer geheimen Sitzung. Unter ihnen waren auch Führungskräfte von J.P. Morgan & Co. Sie stellten einen Fonds von mehreren Millionen $. Zusammen. Ihr Ziel war klar, den Markt zu retten. Mit diesem Geld versuchten sie, die Kurse zu stabilisieren, indem sie Aktien großer Unternehmen wie U.S. Steel aufkauften. Ihr Ziel war klar, das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen. Für einen kurzen Moment schien der Plan tatsächlich aufzugehen. Die Kurse erholten sich leicht. Doch niemand wusste zu diesem Zeitpunkt die Wahrheit. Dies war erst der Anfang des Sturms. Für einen kurzen Moment sah es so aus, als würde der Plan funktionieren. Die Aktienkurse stabilisierten sich leicht. Die Zeitungen verfielen vorschnell in Jubelstimmung. Die Krise ist abgewendet, doch das war nur eine Illusion. Die Panik saß zu tief. Und das aufgebaute Kartenhaus war viel zu instabil. Über das Wochenende warteten Millionen von Kleinanlegern voller Angst. Denn sie hatten Aktien auf Kredit gekauft. Und nun drohte der gefürchtete Margin Call ihrer Broker. Sie sollten sofort neues Geld nachschießen. Doch die meisten von ihnen hatten kein Geld mehr. Der endgültige Schlag kam wenige Tage später. 29. Oktober 1929. Der schwarze Dienstag. An diesem Tag geriet die Börse vollständig außer Kontrolle. Eine blinde Panikwelle erfasste die Wall Street. Alle wollten nur noch eines: verkaufen. Um jeden Preis. An diesem Tag wechselten 16 Millionen Aktien den Besitzer. Ein Rekord, der jahrzehntelang bestehen bleiben sollte. Die Tickerbänder, die die Kurse anzeigten, hinkten stundenlang hinterher. Das heizte die Panik nur noch weiter an. In den Brokerbüros herrschte pures Chaos. Makler schrien in ihre Telefone. Papiere flogen durch die Luft. Vermögen verschwanden innerhalb weniger Minuten. Einige Menschen brachen in Tränen zusammen, als sie sahen,
wie das Werk ihres ganzen Lebens in Sekunden verdampfte. Vor den Toren der Börse hatte sich eine große Menschenmenge versammelt. Sie beobachteten fassungslos, wie ihre Ersparnisse und ihre Zukunft vor ihren Augen zerfielen. Innerhalb weniger Tage wurden 30 Milliarden Dollar an Börsenwert vernichtet. Mehr Geld, als die Vereinigten Staaten für Erster Weltkrieg ausgegeben hatten. Das Kartenhaus war zusammengebrochen, doch der Crash in New York City war nur der erste Dominostein. Die amerikanische Krise breitete sich rasch über die ganze Welt aus. Amerikanische Banken, selbst am Rande des Bankrotts, begannen, ihre Kredite aus dem Ausland zurückzufordern. Und kein Land war von diesen Krediten so abhängig wie Deutschland. Für die fragile Weimarer Republik, die sich gerade erst von der Hyperinflation erholt hatte, war dies ein verheerender Schlag. Die Krise traf die deutsche Wirtschaft wie ein Tsunami. Unternehmen, denen plötzlich die Kredite entzogen wurden, gingen reihenweise bankrott. Im Jahr 1931 kollabierte schließlich die größte Bank Österreichs, Kreditanstalt. Ihr Zusammenbruch riss auch das deutsche Bankensystem mit in den Abgrund. Die Arbeitslosigkeit explodierte. Schon bald waren mehr als 6 Millionen Deutsche ohne Arbeit. Fast ein Drittel der erwerbsfähigen Bevölkerung. Das soziale Elend war gewaltig. Familien wurden aus ihren Wohnungen geworfen. Hunger und Hoffnungslosigkeit bestimmten den Alltag. Die Regierung reagierte auf die Krise mit einer harten Sparpolitik. Unter der Führung von Reichskanzler Heinrich Brüning vertieften diese Maßnahmen die Krise jedoch, anstatt sie zu lindern. Und sie zerstörten den letzten Glauben vieler Menschen an die Demokratie. Doch die schlimmste Folge dieser Katastrophe zeigte sich auf politischer Ebene. Wut und Verzweiflung in der Gesellschaft wurden zum perfekten Nährboden für extremistische Bewegungen. Eine Partei, die zuvor kaum Bedeutung hatte, die NSDAP, verstand es, diese Stimmung auszunutzen. Unter der Führung von Adolf Hitler nutzte sie die Angst und die Wut der Bevölkerung eiskalt aus. Einfache Parolen, Sündenböcke und Versprechen von Erlösung. Mit jeder Wahl wurden sie stärker. Die große Depression zerstörte nicht nur Vermögen und Arbeitsplätze. Sie brachte auch eine Demokratie zu Fall. Und schließlich ebnete sie den Weg für die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Die Geschichte von 1929 ist daher weit mehr als nur eine Wirtschaftskrise. Sie ist eine der eindringlichsten Warnungen der Menschheitsgeschichte. Denn sie erinnert uns an eine entscheidende Wahrheit. Wirtschaftskrisen zerstören nicht nur Märkte. Sie verändern auch Gesellschaften und den Verlauf der Geschichte. Doch diese Geschichte ist nicht nur eine Tragödie der Vergangenheit. Sie hinterlässt uns 3 fundamentale Lektionen. Erste Lektion: die Gefahr schuldengetriebener Spekulation. Ein Markt, der auf geliehenem Geld und dem Glauben an ewig steigende Preise basiert, wird früher oder später in einem unvermeidlichen Zusammenbruch enden. Denn ein solches System basiert nicht auf realen Werten, sondern auf Hoffnung und Illusion. Zweite Lektion: die Macht globaler Verflechtungen. In der modernen Welt existiert kein Land isoliert. Keine Wirtschaft ist eine Insel. Eine Finanzkrise, die am anderen Ende der Welt beginnt, kann sich innerhalb weniger Stunden über den gesamten Planeten ausbreiten. Und plötzlich kann ein Zusammenbruch tausende Kilometer entfernt auch unsere eigene Existenz bedrohen. Doch vielleicht ist die wichtigste Erkenntnis. Die dritte Lektion: die politischen Folgen wirtschaftlicher Krisen. Lang anhaltende wirtschaftliche Zusammenbrüche gehören zu den größten Gefahren für freie und demokratische Gesellschaften. Wenn Menschen ihre Hoffnung verlieren, wenn sie den Glauben an ihre Zukunft verlieren, werden sie anfällig für die einfachen, aber gefährlichen Versprechen von Extremisten. Die globale Katastrophe von 1929 war zugleich der Höhepunkt all der Krisen, die wir in dieser Serie untersucht haben. Von der industriellen Euphorie des Gründerkrach, über die reine Spekulationsblase der South Sea Bubble, bis hin zur legendären Tulpenmanie. Alle diese Ereignisse zeigen letztlich dieselbe Wahrheit. Finanzblasen verändern sich. Doch die menschliche Psychologie bleibt gleich. Wichtiger Hinweis zum Schluss: dieses Video dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Es stellt keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung und keine Kaufempfehlung dar. Die hier dargestellten historischen Ereignisse sind keine Garantie dafür, dass sich ähnliche Entwicklungen in der Zukunft wiederholen. Bitte führen Sie daher immer Ihre eigene sorgfältige Recherche durch, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen. Denn Geschichte erzählt uns nicht nur von der Vergangenheit. Sie warnt uns auch davor, dieselben Fehler noch einmal zu machen. Wenn dir das eine neue Perspektive eröffnet hat, abonniere den Kanal. Die Geschichte enthält Antworten auf deine Fragen, und ich werde dir zeigen, wo du sie finden kannst.